Hallo ihr Lieben, willkommen zum Wochenorakel für die kommende Woche fürs Kollektiv. Wir schauen mal, was die Karten uns kollektiv in verschiedenen Bereichen mitgeben. Und ich bin gespannt. Am Anschluss dürft ihr noch eine Botschaft für die Woche auswählen. Bleibt bitte dran. Was ich auch noch mal erwähnen wollte: Wenn euch das zu langsam ist oder das Mischen zu lange dauert. Es gibt hier, wenn ihr das Video anguckt, irgendwo so Einstellungen hier in diesem Bereich auf eurem Display. Und da findet ihr den Button Wiedergabegeschwindigkeit. Und ihr könnt tatsächlich die Geschwindigkeit erhöhen. Also das mache ich oft, wenn ich was angucke, wenn es mir zu langwierig ist oder wenn jemand zu langsam spricht. Aber ja, das wollte ich einfach nur mal nochmal erklären. Dann müsst ihr nicht abbrechen, sondern ihr könnt die Geschwindigkeit erhöhen, ohne dass ihr viel verpasst. Okay, jetzt zeigt sich für die Woche so ein bisschen Konflikt, den man hat. Hier kommt vieles an die Oberfläche, was im Unterbewusstsein sitzt. Möglicherweise wird es auch eine emotionale Woche. Gleichzeitig hat es die Qualität, dass es so eine Bewegung rausnimmt, ne? Also so eine unangenehme Bewegung. Man ist sehr intuitiv, die Sensibilität ist hoch, vielleicht auch überhoch, also man reagiert schnell emotional. Zwei, vier, sechs, sieben, acht. Ja, was jetzt hier schon mal schön ist, hier haben wir die Qualität, wo sich Freundschaften neu entwickeln, wo man, wenn es irgendwelche Streits gibt oder Diskussionen, die man mit Kindern hat oder mit Freunden, zum Beispiel, die haben hier echt die Qualität, dass du vieles stehen lassen kannst, dass du deine eigene Loyalität bewahrst, und hier guckt man trotzdem auf so Sachen, wo man mal geschmeidig in die Phase kommt, wo die Qualität an Beziehung oder an Verbindlichkeit sehr gut ist. Also auch eine Woche, wo sich so Verträge ankündigen, möglicherweise auch ganz neue Dinge auf euch zukommen im verbindlichen Bereich, im vertraglichen Bereich, im partnerschaftlichen Bereich, und wo man an sich auch an das Wissen kommt, wo man etwas verändert haben will. Hier sieht es schon wieder so ein bisschen aus, als hätte man eine kleine Prüfung bestanden, mit der man, ich sag mal, einen inneren Konflikt lange geschürt hat. Eine Woche der Klarheit, der Aufklärung, der Wenden auch. Die Dinge, die im partnerschaftlichen Bereich sind, können wieder unter einen guten Stern gebracht werden. Also eine sehr schöne Beziehungsqualität auf jeden Fall. Wir haben hier die Blumen im Haus der Neubeginne drin, ja. Also irgendwas beginnt neu, hat eine gute kreative Qualität, bringt Lebensenergie zurück. Es kann ja auch zusammenhängen mit einem Wechsel im Beruf oder mit einem beruflichen Konflikt, den man so hat. Oder etwas, was einem im Beruf lange Energie gezogen hat. Ne? Man hat es trotzdem so weitergemacht und vielleicht auch mit Hindernissen gekämpft. Aber hier geht jetzt tatsächlich auch so das Ding los, dass man versteht, dass man Erkenntnis kriegt, dass sich etwas eröffnet, das einem hier zu einem Erfolg verhilft. Das berufliche Weiterkommen ist hier ein bisschen mit Konflikten auch angezeigt. Rechnet mit guten Nachrichten. Wir haben hier die Sonne, den Brief, den Ring, alles schöne Qualitäten für Zusagen oder für neue Verträge, neue Möglichkeiten, vielleicht auch neue Menschen, die so in euer Leben kommen, über den vertraglichen, verbindlichen Bereich, und auch aufklärende Dinge im partnerschaftlichen Bereich. Etwas, was euch sehr viel Energie gekostet hat, wandelt sich zu einer sehr schönen kreativen Energie.
Hier geht es ein bisschen um familiäre Themen auch mit. Das kann hier sein, dass es familiäre Veränderungen gibt, die vom Gegenüber herkommen oder von der gegenüberliegenden Seite, also nicht von dir. Aber die betreffen hier das ganze Umfeld mit. Und auch von außen kommen hier Umstände, die wirken wie ein Geschenk. Anders kann ich es jetzt nicht ausdrücken. Hier kommt auch wieder was in Fahrt, was sich lange als Hindernis gezeigt hat oder wo man nicht so richtig vorangekommen ist. Eine Veränderung, die möglicherweise auch neue Wege öffnet, neue Situationen ins Leben ruft und die mit sehr viel Stabilität einhergeht. Es geht hier so ein bisschen auch um Nachrichten im finanziellen Bereich, Dinge, die euch finanziell am Herzen liegen. Da kann auch das Außen betroffen sein, die Familie, also Umstände, wo ihr vielleicht warten müsst oder die Behörden mit am Start habt. Wir haben hier im Haus der Behörden den Klee drin, dass es auch hier langsam losgeht und dann sehr stabilisierend auch wirkt. Möglicherweise müsst ihr hier viele Entscheidungen treffen, die mit dem Umfeld zu tun haben. Neue Wege gehen, neue Energien nutzen, die auch dann wieder im Beruflichen einen Konflikt lösen. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Man sieht hier so diese Lebenskreisläufe, ja, also so die Dinge, die man mitträgt in der Genetik oder die einem schon in die Waage mitgelegt wurden, in die Wiege. Oh Gott, Alex, ja, ihr wisst, was ich meine, in die Wiege mitgelegt wurden. Und da geht es so ein bisschen dran, das ist so ein emotionaler Konflikt, der hat was mit dem Thema Ausdauer auch zu tun, lange Zeit, ja? Hindernissen vieler Art. Und hier ist so die aufklärende Energie, die wirkt hier im Übrigen auch sehr befreiend auf definitiv unsere Kinder und Freunde. So, das kann ein Thema sein für uns, wo wir schon Distanz aufgenommen haben, weil wir gedacht hatten, da wird sich sowieso nichts tun. Und hier gehen wir wieder so drauf zu, er kommt etwas in Fahrt, es bringt eine schöne Energie mit und wir haben die Möglichkeit, in Fahrt zu kommen, in Bewegung zu gehen. Die Entscheidungen, die hier getroffen werden, die liegen im Haus der Sonne, ja? Die nehmen eine schwere Qualität weg. Die bringen mehr Bewegungsfähigkeit in eine Situation, wo sich nichts getan hat oder wo ja lange Zeit irgendwie gewirkt hat oder auch sehr verstrickt war. Es sind auch wiederum Wege, die neue Türen öffnen. Allerdings ist hier, also wenn ihr hier den ersten Schritt macht, dann dauert es tatsächlich noch eine ganz schöne Weile, bis ihr den vollständigen Weg habt. Also da ist noch einiges unausgegoren, aber es dümpelt so dahin und wird nachher zu einer sehr guten Qualität. Hier geht es um das Thema Beruf und Berufung. Schicksalshafte Themen, die sich über den Beruf zeigen oder die einen auf eine berufliche neue Idee bringen. Wir haben hier auch wieder schicksalshafte Veränderungen in der Umgebung, im nahen Umfeld und auch hier wieder für alle, die sich irgendwelche Sorgen machen um die Kinder. Hier liegt das Kreuz mit in der Spiegelung. Hier wird sich was Gutes auftun. Es wird eine Situation geklärt, die mit Konflikt und Unruhe einherging. Ein Konflikt, den man hat, der schneller zerberstet, als man denken kann, nachdem er jetzt so lange dabei war. Es geht um auch Neubeginne, die mit Partnerschaften zu tun haben. Man kann das Feld der Liebe hier etwas umstrukturieren.
Es kann auch ein Schmerz sein, den man aus der Liebe heraus, ich sag mal, nicht richtig verdaut hat, aus einer alten Beziehung, aus der Elternbeziehung, sowas alles. Es steht aber ein bisschen Arbeit auch an, Arbeit mit Emotionen, verschiedene Trigger. Kein Wunder, haben wir uns da schon auch rausgezogen. Es kann im weitesten Sinne etwas sein, das mit dem Thema einhergeht, sich alleingelassen oder getrennt von etwas fühlen. Hier kommt wieder mehr Nähe, mehr Aktion. Ich sehe uns selber hier sehr gedankenlastig. Wir haben wahrscheinlich viel emotionalen Input, viele Gedanken, Gefühle, die geordnet werden, weil auch vielleicht schnell. Möglicherweise sieht man hier auch Menschen, die ins Leben kommen, die einen beruflich anderen Weg gehen, die dich da mitnehmen oder die dir eine gute Idee liefern und du hier so bereit bist, alles stehen und liegen zu lassen. Aber auch Themen, an denen man schon länger arbeitet, zeigen sich hier dieses, was ich hier mit dem großen Versprecher, die sich in die Wiege mitgelegt haben, ne? Ja. Ich gucke gerade nochmal, wir liegen im Haus des Geldes drin. Ich habe hier auch nochmal Aufklärung im finanziellen Bereich, gute Nachrichten im finanziellen Bereich. Wir sind vielleicht auch mit dem Thema Geld insofern beschäftigt, dass wir beruflich da irgendwas verändern wollen. Denn wir haben hier den Konflikt auch am Beruf mit der Veränderung zum Positiven. Allerdings, ich sehe auch Konfliktpotenzial, ne? Weil wir irgendwie getriggert sind. Zugleich liegt in dieser Legung aber die Möglichkeit, das stark hinter uns zu lassen. Es können hier komplett neue Wege entstehen, an die du so noch nie gedacht hast. Die Wege korrespondieren hier mit dem Buch. Ne? Das ist etwas, das zeigt sich erst. Das hast du so noch nicht angedacht. Was ich hier auch noch sehen kann, dass ein Thema kommen könnte, bei dem du vielleicht auch beschummelt wurdest oder wo jemand nicht ehrlich zu dir war. Und genau dieses Wissen kommt jetzt hier an die Oberfläche und sorgt eben für so, das hätte ich nie gedacht von dir oder sowas, ne? Der Ahorn ist gefallen mit dem Thema Großzügigkeit. Ja, und es ist tatsächlich, man erntet, was man sät, was man gibt, erhält man zehnfach zurück. Und es gibt Zeiten im Leben, da gibt man, und es gibt Zeiten im Leben, da empfängt man oder man verschenkt etwas, ob das jetzt Zeit ist oder Unterstützung. Und es ist eben der Moment gekommen, wo man auch von ganzem Herzen etwas weitergibt, wo man nichts zurückhält, wo man auch nicht hinterfragt, werde ich das jemals wiedersehen, ja? Sondern wo man einfach dem kosmischen Fluss des Lebens folgt und wo man auch von Segnungen überhäuft wird, die man gar nicht so richtig greifen kann. Ne? Rechnet mit Nachrichten, die die Seele erfreut, die den Geldbeutel füllt, wo man vielleicht auch echt überlegt, ne? Ich habe so viel oder ich habe irgendwo einen Zuwachs her, wie verteile ich auch was von mir, was kann ich geben? Der Ahorn steht ja auch für den Baum, der alle klimatischen Bedingungen überleben kann und trotzdem gedeiht. Auch so eine Eigenschaft, die für mich wichtig ist, die ich im Leben als Mensch brauche. Und der Ahorn überträgt auch die Kräfte auf die Umgebung. So, also nächste Woche gilt jedenfalls, dass wir offen sind für die kosmische Fülle und gleichzeitig auch großzügig anderen und uns selbst gegenüber. Ne? Wir haben die anderen in unserer Korrespondenz. Man strahlt Seelenwärme aus, man gibt von Herzen, man empfängt von offenem Herzen und so gedeiht hier der Erfolg. Ihr Lieben, das war das Wochenreading, bleibt noch dran, ihr dürft noch was auswählen. Ich drücke euch, bis bald.
Ja, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Wir schauen uns die Auswahlkarten noch an für die neue Woche. Ich habe gedacht, wir nehmen mal aus dem Butterfly-Orakel. Die habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Die zeigen so ein bisschen Transformationsenergie an in verschiedenen Bereichen. Ich habe es gleich. So, sucht euch eine Seite aus oder nehmt beide, wie auch immer. Ich nehme den silbernen. Spontane Entscheidung. Ja, die Motivation ist hier. Wir haben das Thema Selbstständigkeit. Wir haben die gesegneten Veränderungen. Passt wunderbar eigentlich auch zum Wochenorakel. Reinigungsphase, zusammen mit dem Element Luft hier auch natürlich mit den Sternzeichen verbunden. Zwillinge, Waage, Wassermann. Etwas wird geklärt. Wir haben hier Zwillinge verstärkt mit an Bord. Und es kann ja auch um den Intellekt gehen, um eine gedankliche Klärung. Das würde auch wunderbar passen. Und wir haben hier den Engel Akasha. Hier geht es darum, dass man selber ein spiritueller Lehrer ist, der befähigt ist, andere ihnen was zu geben. Ja, das macht ja jeder auf seine Art und Weise. Manche helfen anderen durch das Wort, andere können irgendwas ganz Besonderes, ein Talent, eine Gabe. Manche, die sind einfach da und schenken dir ihre Zeit. Das ist unterschiedlich. Es geht darum, etwas weiterzugeben von dem, was man selber kann. Und hier kündigt sich etwas an, das kann mit dem Arbeitsbereich zu tun haben, auch mit dem Thema unabhängig sein. Aber auch sowas, wo man wirklich sagt, so das Leben schenkt dir hier etwas, mit dem du nicht gerechnet hättest. Und die Motivation zu hinterdenken oder überdenken, ne? Wo nimmt man die her? Zu was lässt man sich motivieren? Wo ist man eventuell auch mal so ein bisschen motivationslos? Und es geht wirklich ums Überdenken. Ne? Was hat einen früher interessiert? Was war wichtig für einen? Wo wollte man sich nur ablenken? Und die Muster, die dahinter stecken, werden hier verwandelt, weil sie Stress verursachen. Es ist ja auch zum Beispiel nötig, dass man sich Gefühle wie Langeweile oder so eingesteht. Oder da, wo auch die Dinge ihren Reiz verloren haben. Daher die Berufung mit dabei ist und die Beruflichkeit, die Berufssituation, könnte es da was mit zu tun haben. Ne? Langeweile kann ja auch ein Zeichen sein von ausgebrannt sein. Oder dass man einfach sagt, okay, ich brauche irgendwo eine neue Richtung. Um das kann es die nächste Woche für uns gehen. Ich freue mich auf die gesegneten Veränderungen. Etwas reinigt sich emotional. Das hatten wir schon gesehen im großen Blatt. Und die anderen, was habt ihr Schönes? Ihr habt in Würde altern. Ihr habt die Wellen des Wohlstands. Also hier wird euch irgendwas in die Karten spielen, wo ihr wirklich sagt, ich habe alles, was ich brauche, neue Fülle, die Dinge, die mir wichtig sind für meine Bedürfnisse, sind einfach vorhanden, um dass ich mir über mein Alter keine Gedanken machen muss, sondern dass ich einfach versorgt bin.
Hier sind auch so Umstände, wo man schon sagen kann, hinter den Kulissen arbeitet der Himmel oder das Universum für euch, auch wenn ihr es noch nicht so richtig greifen könnt, aber es hat Auswirkungen auf euer Alter. Etwas beruhigt sich, kommt in die Qualität, wo ihr mehr Ruhe verspürt, wo eine Energie rausgenommen wird, die euch beunruhigt hat. Zum Beispiel, dass ihr nicht alles habt, was ihr braucht, oder möglicherweise auch Ängste habt vor dem Alter. Auch ihr habt das Element Luft dabei, die Sternzeichen Zwillinge, Waage und Wassermann, und aber hier auf der Karte auch noch Fische-Energie. Und wir haben, falls ihr irgendwas entscheiden müsst, dass ihr vielleicht noch ein bisschen wartet oder auf ein Zeichen achtet, das euch mehr Führung gibt. Oder dass ihr einfach auch nicht das Erstbeste wählt, wenn euch was angeboten wird. Okay, ihr Lieben, habt eine wunderbare Woche. Ich drücke euch bis bald.